Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie stehen in Frankfurt. Ein Virus stoppt die Luftfahrt. Flugzeuge stillgelegt, Terminals geschlossen. Eine historische Krise. Achtung bitte. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Nur noch 200 Starts und Landungen täglich. Vor Corona waren es 1400. Jeden Tag starten Hilfsflüge auch mit Militärmaschinen. Deutschlands größter Flughafen ist jetzt das wichtigste Drehkreuz für Fracht in Europa. 81.000 Menschen arbeiten am Airport. Wie sieht ihre Zukunft aus? Hallo, herzlich willkommen. Was ändert sich für Passagiere? Fliegen in Corona-Zeiten, unterwegs mit Kapitän Dino Brag. Wir haben jetzt, seitdem wir in Frankfurt gestartet sind, vor exakt 17 Minuten, haben wir keinen anderen Flieger auf dem Funk gehört. Wir sind ganz alleine. Corona-Krise am Flughafen. Kontrollfahrt mit Duty-Manager Tobias Krast. Das hier mit der Nordwestbahn ist halt so ein bisschen der traurige Höhepunkt, dass wir eine Piste außer Betrieb nehmen, um Flugzeuge drauf zu parken. Wie arbeiten und leben die Menschen am Flughafen mit der neuen Herausforderung? Parkende Flugzeuge vom Norden bis in den Süden. 3200 Fußballfelder waren noch nie so ruhig. Nur noch 60 Linienflüge pro Tag. Einer davon geht nach Barcelona. Tor 21, Lufthansa-Basis, 6 Uhr morgens. Dino Brag und Fabian Scheker planen ihre Flüge. Ihr Job in Corona-Zeiten eine Ausnahme. Eine Note von der langen FIA. Wie man sieht, die ganzen Plätze sind momentan nicht belegt. Ein paar wenige Kollegen sind heute Morgen da. Also am besten ist der Indikator allerdings auch schon, wenn man hier auf die Basis kommt und ins Parkhaus reinfährt. Die Parkplätze sind alle frei. Normalerweise sucht man immer verzweifelt, kommt in diese Tiefgarage, die wir haben, auch gar nicht rein. Jetzt gehen in eine Leere. 10.000 Pilotinnen und Piloten sind im Konzern beschäftigt. Die meisten sind in Kurzarbeit. Vor der Pandemie hatte die Airline 400 Starts ab Frankfurt. Jeden Tag, sagt Kapitän Dino Brag. Hier fängt tatsächlich schon der nächste Tag an, hier unten. Also normalerweise gehen wir hier oben dann also ist hier unten dann vielleicht 9 Uhr zu sehen von der Uhrzeit. Aber leider ist auf dieser Liste jetzt schon der nächste Tag zu sehen von den Abflügen her. Und das ist schon teilweise eine beklemmende Stimmung, die da aufkommt. 86 Passagiere haben heute ein Ticket nach Spanien gebucht. Ob sie alle kommen? Viele stornieren kurzfristig. Sie haben Angst vor dem Coronavirus. Guten Morgen. Briefing mit den Kollegen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich gehe mal Corona-Cruise, ne? Genau. Sie besprechen Details zum Flug. Natürlich reden sie auch über das Virus mit dem Namen Covid-19. Die Schutzmaßnahmen der Crew hat Purserette Frauke Kainz im Blick. Wir haben jetzt hier die Schutzmasken für jedes Crewmember eine. Und dann haben wir noch für unsere Bordküchen Desinfektionsmittel, mit denen wir auch unsere Hände desinfizieren können und die Bordküche. Das gebe ich jetzt auch gleich einmal rum, dann kann sich jeder da eine rausnehmen. Fliegen bedeutet Arbeiten auf engstem Raum. Heute 6 Stunden lang. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Dann fliegen wir heute 2 Legs zusammen, Barcelona hin und her. Flugzeit 1 Stunde 50 Minuten. Es kann wackeln heute im Reiseflug etwas. Und vor Ort erwartet uns auch relativ windiges Wetter mit Regenfällen. Spanien ist schwer von der Viruskrise betroffen. Ist Ihr Flug ein Risiko? Vom Tor 21 zur Landebahn im Süden. Dort wird Luftfahrtgeschichte geschrieben. Das war's. Der letzte Linienflug mit dem größten Passagierflugzeug der Welt ist gelandet. Flug 773 aus Bangkok. Die A380-Flotte der Deutschen Fluggesellschaft ist jetzt am Boden. Die Airline wollte ihre 14 Flieger langfristig ausmustern. Durch die Corona-Krise kommt der Abschied früher. Diese Maschine ist erst 5 Jahre alt.
2 Sonderflüge sind mit dem Riesen noch geplant. 1000 Urlauber sitzen in Neuseeland fest. Lufthansa soll sie abholen im Auftrag des Auswärtigen Amtes. 6 A380 gehen zurück an den Hersteller. Die anderen 8 Maschinen bleiben eingemottet, vorerst in Frankfurt und München. Der letzte Linienflug mit 459 Passagieren. Um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, dürfen sie nur durch eine Tür aussteigen. In kleinen Gruppen, im 3-Minuten-Takt. Das dauert über eine Stunde. Zum Abschied plant die Crew noch ein Foto mit Kapitän und Flieger. Zurück zu den Flugvorbereitungen nach Barcelona. Kapitän Dino Brach und seine Crew halten sich an die Abstandsregeln, solange es geht. Teilweise schon, natürlich. Wenn man aneinander vorbeiläuft, man versucht es immer, wie jetzt hier im Crewbus aussehen, dass man sich natürlich entfernt voneinander platziert und hinsetzt, aber es zu 100% sich daran zu halten, man kennt es vom Einkaufen. Manchmal wird es eng und dann läuft man natürlich aneinander vorbei. Allerdings ist die Zeiteinheit ja immer sehr kurz. Das heißt, man bleibt ja nicht lange nebeneinander stehen, sondern geht aneinander vorbei und dann, Der Flug nach Barcelona, einer von wenigen, die noch in Frankfurt heute abheben. Ja, der Sonnenaufgang sieht jetzt momentan sehr schön aus. Allerdings, wenn man den Blick hier so schweifen lässt, wirklich. Kein Flieger, der die Triebwerke startet. Man sieht noch keinen Flieger, der in die Luft abhebt. Es ist erschreckend, ja. Ruhe statt Hektik. Die Folgen der Corona-Krise, hier sind sie deutlich spürbar. Dino Brach ist seit 2 Jahren Flugkapitän. Das war schon immer ein Traum von mir, ja. Schon als kleiner Junge. Das Einzige, was ich werden wollte, war Pilot. Meine Mutter ist auch geflogen. Die ist 42 Jahre bei Lufthansa geflogen als Flugbegleiterin. Bin oft mitgeflogen als kleines Kind oder als Jugendlicher. Und hat sich damals schon gefestigt, der Traum. Und dass der Traum dann in Erfüllung gegangen ist, war natürlich grandios. Mit seiner Familie wohnt er in Kelkheim. Mittlerweile fast fluglärmfrei, sagt er. Er ist auch Ausbilder für Piloten. Doch Covid-19 erlaubt keinen Unterricht. Unsere Passagiere kommen in 6 Minuten oder mittlerweile nur noch 5 Minuten, dass Sie schon mal Bescheid wissen. Purserette, Frauke Kainz, wundert sich über die kleine Passagierliste. 9 Gäste. 9 Gäste jetzt zurück nach Barcelona. Und was sind das für Menschen, die jetzt fliegen? Wir bekommen da wenig Informationen, was das für Gäste sind, aber ich gehe davon aus, dass das Gäste sind, die mit einem unserer Rückholflüge aus sämtlichen Ländern der Welt hier zurück nach Frankfurt geflogen sind und jetzt in ihr Heimatland zurückfliegen. Die Crew hat sich freiwillig für diesen Linienflug gemeldet. Das Boarding beginnt mit Abstandsregeln. Eigentlich. Ist das Tragen von Masken Pflicht oder macht ihr das für euch selbst freiwillig? Das machen wir freiwillig, das ist keine Pflicht momentan. Das ist Fürsorge unseres Arbeitgebers und es schützt uns in dem Fall, wo wir so nah mit den Gästen hier in Kontakt treten und ebenfalls unsere Gäste. Ist das ein komisches Gefühl? Ja. Ich hoffe, dass wir es bald nicht mehr nötig haben werden, diese Maske zu tragen. 7.560 Kilogramm. Nur 9 statt 86 Passagiere. Die Piloten müssen Reisegewicht und Spritverbrauch neu berechnen. Neue T-Sat haben wir auch, 15. Für Flüge von Deutschland aus gelten Abstandsregeln für Passagiere. Nachbarsitze sollen frei bleiben. Heute kein Problem. Es gibt eine neue Passagierliste. 10 Leute waren es, ne? Genau. Ja, 10.
Boarding completed. Tür geht zu. Dann gerne. Ja, danke. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, hier aus dem Cockpit. Ihr Kapitän, mein Name ist Tino Brach. Ich möchte Sie im Namen der Deutschen Lufthansa und der gesamten Besatzung recht herzlich bei uns an Bord willkommen heißen. Ja, alle Türen sind geschlossen. Das heißt, wir sind jetzt gleich fertig, hier mit unserer Reise Richtung Barcelona zu beginnen. Machen Sie sich erstmal bequem bei uns an Bord. Genug Platz haben Sie ja. Und dann geht's auch gleich los. Der aktuelle Flugplan der Airline: nur noch 14 Städte in Europa, mehrmals pro Woche. 7 Langstreckenziele wie Afrika, Amerika und Japan. Und 3-mal täglich Hamburg, Berlin und München. Wunderbar, Freizeichen. Heute Morgen sind sie alleine unterwegs, auf Deutschlands größtem Airport. Ja, und jetzt sieht man es auch schon, ne? Hier vorne auf der anderen Seite, auf der Südseite, überall die geparkten Flieger. Und es zieht sich dann natürlich auch nach da vorne hindurch. Normalerweise starten und landen um diese Zeit 100 Flugzeuge pro Stunde. Seit Corona nur noch 200 pro Tag. Die Starterlaubnis vom Tower haben sie schon. Wir haben gesagt, wir sollen uns Zeit lassen, weil keiner im Anflug ist, wie man sieht. Und es wird kein Flugzeug hier angezeigt, das jetzt momentan im Anflug sich befindet auf Frankfurt. Und das normalerweise zur Rush-Hour-Zeit. Take-off. Der Lufthansa-Konzern hat 763 Flugzeuge. 700 davon bleiben vorerst am Boden, geparkt in Frankfurt, München, Berlin, europaweit, auch auf Militärflugplätzen. Komplette Flotten werden weltweit in den Tiefschlaf versetzt. Wir haben jetzt, seitdem wir in Frankfurt gestartet sind, vor exakt 17 Minuten, haben wir keinen anderen Flieger auf dem Funk gehört. Wir sind ganz alleine. Man sieht hier auf unserem Navigationsdisplay, das normalerweise auch andere Flieger anzeigt, über ein spezielles System, dass kein anderer Flieger weit und breit hier bei uns zu sehen ist. Und es ist schon, muss man wirklich sagen, sehr eigenartig. Es ist eine einmalige Situation, die vermutlich noch kein Pilot in der Art und Weise erlebt hat. Macht er sich Sorgen? Mir macht es Sorge in dem Sinne, dass sich wie wahrscheinlich jetzt Millionen von Menschen aktuell Gedanken machen über die wirtschaftlichen Auswirkungen. Das heißt, wann geht es wieder weiter, wann springt der Wirtschaftsmotor wieder an, beziehungsweise wie geht es mit dem eigenen Unternehmen auch weiter. Ja. 10.000 Arbeitsplätze könnten jetzt wegfallen. Wegen der Corona-Krise will der Konzern seine Flotte um 100 Flugzeuge verkleinern. Wir befinden uns gerade über Genf auf der linken Seite. Schön, die Alpen zu sehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen Restflug mit uns. Vielen Dank. Good morning, gentlemen here from the flight. Noch eine Stunde bis Barcelona. Zurück nach Frankfurt. Der letzte Linienflug mit einer A380 ist Geschichte. Für diesen Abschiedsflug hat sich die Crew auch freiwillig gemeldet. Die A380 ist für Piloten und Flugzeugfans ein Traumflieger. Flugkapitän Andreas Traub schwärmt von der Dicken. Also das war wirklich das tollste Flugzeug, das ich geflogen bin. Ich habe schon Boeing geflogen, die anderen Airbus-Derivate. Bei diesem Flugzeug muss ich sagen, es ist technisch wirklich viel weiter fortentwickelt. Es hat so viele Dinge, die man bei den anderen Flugzeugen noch ein bisschen vermisst hat, die sind ja alle dazugekommen und das ist perfekt. Das ist eigentlich ein Traumflugzeug. Es ist schade, dass es die ersten sind, die jetzt erstmal nicht mehr fliegen dürfen. Die A380 ist vielen Airlines zu teuer geworden. Die neuesten Langstreckenflugzeuge von Airbus und Boeing sind sparsamer. Für die 200 A380-Piloten vielleicht ein Lichtblick. Es besteht die Möglichkeit, auf den Airbus A350 zum Beispiel umgeschult zu werden. Ältere können dann in die Rente gehen. Also da gibt es, also wenn das so wäre, wird man bestimmt irgendwelche Mittel finden. Auch Flugbegleiter schwärmen. Viel Platz zum Arbeiten, ideal, sagen sie. Doch das ist jetzt wohl vorbei.
Vor 10 Jahren startet der erste Linienflug ab Frankfurt nach Tokio. Die Probleme mit dem 400 Millionen Euro teuren Jet zeigen sich schnell. 509 Sitze bietet Lufthansa, bis zu 800 andere Airlines. Die Flieger kontinuierlich zu füllen war eine Herausforderung, die immer seltener glückte. Noch ein Abschiedsfoto mit Crew und natürlich mit Corona-Abstand. Airlines wie Emirates, Thai, Katar und Singapur planen weiterhin mit der A380 nach Frankfurt zu fliegen. Zurück zu Kapitän Dino Brag und seine Crew, mittlerweile über Spanien. Wir sind über Wasser. Man muss uns erstmal keine Gedanken machen. Noch wenige Minuten bis Barcelona. Kein Funkspruch ist zu hören, kein Flieger zu sehen. Auf dem Radar. Barcelona ist auch durch die Billiganbieter extrem hoch frequentiert. Alleine wir fliegen ja normalerweise auch etliche Male am Tag aus Frankfurt und München hierher. Aber es ist keiner da, keiner im Anflug, keiner auf der Frequenz. Tragisch, sagt Dino Brag. Piloten weltweit brauchen Flugstunden für den Erhalt ihrer Lizenz. Man will natürlich fliegen, man freut sich aufs Fliegen und es geht wirklich 99% zumindest der Kollegen oder eigentlich jeden Kollegen, den man trifft und sagt, und geht's wieder los? Ja, und dann hat man ein Lächeln im Gesicht und freut sich darauf. Ich habe mich auch gefreut heute Morgen tatsächlich, dass ich jetzt wieder mal fliegen gehen kann, weil es ist tatsächlich jetzt schon einige Wochen her, denn die letzten Flüge wurden mir alle gestrichen. Regelmäßig Flüge in Länder, die von Corona besonders betroffen sind. Was sagt seine Familie dazu? Machen sich keine Gedanken. Ich habe es angesprochen, mein Sohn, der hatte mich gefragt, Papa, musst du jetzt arbeiten gehen? Musst du jetzt fliegen gehen? Ja, das hat er gemacht, er ist 10. Und für den ist natürlich dieses Thema, er muss jetzt nicht in die Schule gehen und überall im Fernsehen, im Radio, jeder redet darüber, ist es für ihn natürlich sehr, sehr präsent. Und er hat doch teilweise Gedanken gemacht, aber im Gespräch konnte ich ihm sagen, es passiert ja nichts. Wir haben Schutzmaßnahmen, wir achten darauf, dass nichts passieren kann. Insofern war er da ganz beruhigt. Corona-Abstand im Cockpit. Das geht nicht, sagt Fabian Scheker. Und ein Mundschutz stört beim Funken. Wir verlassen uns darauf, dass die Kollegen gesund sind. Meine Arbeit an sich verändert sich jetzt dadurch nicht. Es ist wirklich eher der Alltag, der so ein bisschen umständlich geworden ist. Was die Fliegerei angeht, sehe ich für mich da keinen großen Unterschied. Es sind eher die Kolleginnen und Kollegen in der Kabine, die da direkt im Kundenkontakt sind. Sie schützen sich, so gut es geht. Anflug auf Barcelona Airport. Mit einer Hand steuert Kapitän Dino Brag den Airbus A320 Neo. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 Fast alle spanischen Fluggesellschaften haben ihre Flieger in Barcelona geparkt. Triebwerke abgedeckt, Türen versiegelt. Flugzeuge im Wert von mehreren Milliarden Euro stehen hier. Der Flieger steht. Wunderbar. Ja, was passiert jetzt als nächstes? Wir werden jetzt erstmal entladen werden. Man sieht hier vorne auf unseren Displays schon, dass die ersten Frachträume sich schon geöffnet haben. Die paar Koffer von den neuen Gästen werden jetzt entladen. Das Aussteigen wird sehr, sehr rasch erfolgen natürlich, aufgrund dessen, dass wir nur wenig Passagiere an Bord haben. Mit einem speziellen Desinfektionsmittel wischen Reinigungsteams dort, wo das Virus sein könnte. Armlehnen, Tische und Sicherheitsgurte. Sie putzen alle 180 Sitze. 95 Passagiere sind für den Rückflug gemeldet, erzählt die Stationsleiterin. Der Flieger wäre halb voll. Is there a chance, or do you already manage to keep the middle seat free already? Dino Brag möchte, dass die mittleren Sitze zwischen den Passagieren frei bleiben.
because 95 should be fine, so the middle seats should be free. Sie will die Bordkarten ändern. Die Passagiere müssen aber mitmachen. Auf Flügen nach Deutschland gilt die Abstandsregel zwischen den Sitzen nicht mehr. Zurück nach Frankfurt, zur Nordwestbahn. Hier rollt nichts mehr, sagt Tobias Krast. 3 Kilometer Landebahn als Parkplatz. Und das hier mit der Nordwestbahn ist halt so ein bisschen der traurige Höhepunkt, weil das war auch für mich bis dahin undenkbar, dass wir eine Piste außer Betrieb nehmen, um Flugzeuge drauf zu parken. Tobias Krast ist Airport Duty Manager. Er überwacht den Flugbetrieb, sorgt für Sicherheit. Wir dürfen mitfahren. Er zeigt uns den Flughafen in Corona-Zeiten mit den neuen Aufgaben, die er jetzt hat. Großes Thema bei diesen Sonderpositionierungen sind immer die Wartungsarbeiten, die notwendig sind an den Fliegern. Wir haben also viele Bereiche, wo es überhaupt nicht möglich ist, dass die Technik an den Flieger ranfährt, weil es einfach keinen sicheren Weg gibt, um an die Flieger ranzukommen. Hier hat man sich jetzt auf eine Möglichkeit geeinigt. Also da haben wir einen bestimmten Anfahrtsweg, der extra für die abgesteckt worden ist, damit die hier drauf können. Und eben die Auflage, dass es nur bei Tageslicht geht, weil wir in dem Bereich natürlich jetzt keine flächendeckende Beleuchtung stehen haben. Flugzeuge stilllegen ist aufwendig. Flüssigkeiten entfernen, Triebwerke abdecken, Türen abkleben, sonst könnte Feuchtigkeit eindringen. Einmal pro Woche müssen Techniker die Kabinen lüften, damit sie nicht gammeln. Die Millionen Euro teuren Flieger brauchen Bewegung regelmäßig, sonst gehen die Reifen kaputt. Weltweit werden so Zehntausende Flugzeuge fit gehalten. Viel Geld und Zeit wird es kosten, die Flieger wieder einsatzfähig zu machen. Tobias Krast studierte Wirtschaftsingenieurwesen. Seit 9 Jahren ist er Duty Manager, sein Traumjob. Jetzt macht er sich viele Gedanken. Ich bin nicht ganz sorgenfrei, ne? Also mein Arbeitsplatz hängt dran, dass hier Flugbetrieb stattfindet. Unsere Arbeitsplätze sind nicht linear proportional vom Flugbetrieb abhängig, sondern manchmal sogar umgekehrt. Je größer die Krise, desto wichtiger, dass jemand da ist, der die verschiedenen Bereiche zusammenhalten kann, der sich überall auskennt, der Informationen geben kann, der Abstimmungen machen kann zwischen verschiedenen Bereichen. Ja. Die meisten seiner Kollegen sind in Kurzarbeit. Der Flughafenbetreiber hat 80% der Beschäftigten nach Hause geschickt. 18.000. Ich hoffe natürlich schon, dass es möglichst schnell vorbei ist, dass wir die Krankheit in den Griff bekommen. Das ist erstmal das Wichtigste, glaube ich, dass wir hier mit gesundem Menschenverstand und cleverem Handeln die Krise gemeistert bekommen und alles andere ergibt sich danach von selbst. Auch schade, dass hier die Besucherterrasse gesperrt ist, aber es gibt ja zum Glück Menschen, die trotzdem kommen. Die Spotter finden bestimmt immer einen Weg. Für die war es bestimmt auch interessant. Also ein paar Flüge waren ja da, die nicht alltäglich in Frankfurt sind. Eine Boeing aus Neuseeland. Maschinen mit Sonderlackierungen. Charterflüge, die sonst nie in Frankfurt landen. Die Corona-Krise macht es möglich. Touristen aus der ganzen Welt wollen nach Hause. Deutsche und andere Staatsbürger, die in Frankfurt umsteigen, in ihre Heimat weiterfliegen. Auch Militärmaschinen nehmen Kurs auf den Flughafen. Die Luftwaffe von Katar ist gleich mit 2 Maschinen nach Hessen gekommen. Das Land am Persischen Golf hat Freundschaftsabkommen mit europäischen Staaten. Von Frankfurt aus transportieren sie Hilfsgüter nach Italien, weiß Tobias Krast. Ist als Regierungsflug angemeldet, kommt aus Verona. Tobias Krast ist bei seltenen Gästen lieber auch vor Ort, falls er unterstützen kann. Die Crews waren noch nie in Frankfurt. Eine Woche lang transportieren sie täglich Lebensmittel, Schutzmasken und medizinisches Material. Italien ist neben Spanien in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen. Ein Flieger aus Peking, der sollte eigentlich am Terminal stehen. Was macht er hier? Das ist eine gute Frage. Im Vorfeld haben wir den nicht so häufig.
Meldet ein Kapitän einen Covid-Verdachtsfall an Bord, soll die Maschine auf dem Vorfeld parken. Ist der Flieger leer? Hat er Fracht geladen? Corona oder Cargo? Das ist hier die Frage. Servus. Darf ich gerade mal fragen, hat der auch Paxe drauf? Nee, nur als Frachter. Ha? Okay, gut, danke. Hat tatsächlich keine Passagiere, nur Cargo. Homeoffice boomen derzeit weltweit. Die Nachfrage nach Elektroartikeln ist deutlich gestiegen. Chartermaschinen aus China landen täglich in Frankfurt voll mit Tablets, Handys und Hardware für Europa. Im normalen Betrieb ist es ja so, dass viel von der Fracht sowieso als Beiladung in Passagierflugzeugen befördert wird. Jetzt, wo der Passagierverkehr mehr oder weniger komplett zusammengebrochen ist, muss man die Kapazität ja trotzdem noch aufrechterhalten. Ja, und dann muss man eben ein Passagierflugzeug mit Fracht voll machen, wenn man es anders nicht lösen kann. 22 Fluggesellschaften fliegen mit ihren Passagiermaschinen Fracht nach Frankfurt. Vorwiegend Schutzmasken und Anzüge, angeschnallt in der Economy Class. Die Business bleibt verschont. Die Cargo-Branche kommt ohne Kurzarbeit aus. Sie fährt sogar Zusatzschichten. Sitze werden aus Langstreckenfliegern ausgebaut. Die Luxusklasse bleibt fürs Frachtpersonal. 3 Airbus A330 Passagierjets sind als Transporter schon unterwegs. Gute, der Airport 6 Sierra 11 vor Sierra wird gerne in dem Bereich hier Sierra und Romeo befahren. Achte auf Rollverkehr. Viel Spaß. Dankeschön. Tobias Krast sucht im Süden noch freie Parkplätze für Flugzeuge. Seine Abteilung ist bei der Vergabe von Sonderpositionen auch mitverantwortlich. Das ist tatsächlich ein ziemlich normaler Anblick. Das ist einer von den Bereichen, wo wir regelmäßig jedes Jahr Sonderpositionierung haben, wenn es denn so ist. Von daher. Das heißt, die werden auch genutzt, nicht nur jetzt auch bei anderen Lagen, also oder bei anderen Situationen? Genau. Was wären das welche zum Beispiel? Also das eine ist tatsächlich zwischen den Jahren, wenn wir einen Großteil der Flotten am Boden haben, ja, weil einfach weniger geflogen wird. In der Luft kannst du das Flugzeug nicht parken und dann reichen unsere normalen Parkpositionen nicht aus und dann widmen wir die Flächen um, so wie hier. Also da wird vorne die Absperrungskette gestellt, dann wird es veröffentlicht, dass der Bereich so nicht zur Verfügung steht und dann stellen wir da die Flieger rein. Wieder ein Frachter. Seit der Covid-Krise landen hier 600 Cargomaschinen pro Woche. 200 mehr als im Vorjahr. Da sieht man halt doch, dass es, um die ganzen Versorgungsketten aufrechtzuerhalten, dass es dann auf jeden Fall wichtig ist, dass hier in Frankfurt weiter in Betrieb ist. Der Flughafen hat eine Betriebspflicht. Er muss offen bleiben, egal ob Flugzeuge kommen oder nicht. Das ist sogar Gesetz. Wir sind ja Betreiber von einer öffentlichen Infrastruktur. Wir haben diese Betriebspflicht auferlegt bekommen, sage ich mal, damit wir nicht gerade in der Lage wie jetzt, ja, nicht einfach den Laden zumachen können, weil gerade solche Sachen wie eben Hilfsflüge, medizinische Flüge, wir haben ja zum Beispiel dieses Medical Assessment Center, was wir vorhalten, sage ich mal, wenn tatsächlich Passagiere kommen, für die wir es nutzen müssen. Ja. Sowas muss halt weiterhin betrieben werden, auch wenn es sich vielleicht nicht unmittelbar rechnet. Tobias Krast möchte sich Terminal 2 anschauen. Das ist außer Betrieb. In Barcelona planen Kapitän Dino Prag und seine Crew den Rückflug. Die Passagierliste ist länger geworden. Der Flieger ist jetzt fast voll. Nein. Für den Rückflug gemeldet waren jetzt 160 Gäste. Allerdings müssen wir jetzt mal abwarten, wie viel es dann letztendlich auch werden. Letztendlich waren gestern für den Flug von Frankfurt nach Barcelona knapp 300 Gäste gemeldet. Heute Morgen waren es noch 82. Wir sind letztendlich mit 9 Gästen geflogen. Wir müssen uns jetzt überraschen lassen, was jetzt die Dame uns direkt hier vom Boden erzählt, vom Gate, und uns sagt, wie viele Gäste es tatsächlich werden. Die Gäste stornieren, buchen neu. Die Computer kommen nicht mehr hinterher. Das Boarding beginnt. In Gruppen dürfen die Gäste zum Flieger. Dazwischen 1 Minute Abstand. Hallo, herzlich willkommen. Doch dann im Gang die gewohnten Warteschlangen. Ohne Rücksicht. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können höchstens
die Abfolge des Boardings beeinflussen. Das ist immer nur eine gewisse Anzahl an Gästen oder Bürgern quasi das Flugzeug betreten kann und verlassen kann. Aber hier an Bord, wie Sie sehen, da muss jeder selber schauen, dass man die Sicherheitsabstände etwas einhält. Airlines planen Handgepäck zu verbieten. So wollen sie Warteschlangen in den Gängen vermeiden. Unter den Passagieren heute viele, die zurück in ihre Heimat möchten. Und es fällt mir gerade auf an den Pässen, die die Gäste in der Hand halten und auch an der Sprache, in der wir begrüßt werden, dass relativ viele Gäste aus Argentinien sind. Also auch Rückholer in gewisser Weise. In gewisser Weise schon, ja, genau. Europaweit bietet derzeit nur Frankfurt einen Flug nach Argentinien. Frauke? Ja. Der Flug ist trimkritisch, das heißt, vor dem Takeoff darfst du niemanden umsetzen. Alles klar. Nach dem Takeoff wäre es okay, aber vor dem Takeoff dürfen wir niemanden umsetzen. Danke. Ja? Sag Bescheid. Und wie viel sind es jetzt noch? 115 und ein Baby. Und diese Gäste müssen im Flugzeug gleichmäßig verteilt werden. Wichtig für die Balance des Fliegers, vor allem beim Start. Die meisten Mittelsitze sind jetzt belegt. Tür geht zu. So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns an Bord. Die Flugzeit wird 1 Stunde und 50 Minuten betragen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen hier an Bord wünschen wir Ihnen in dieser doch sehr schwierigen Zeit einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Und meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen noch Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Auf der Piste gewohnte Bilder. Nix los. Sie sind die Einzigen. Takeoff. Der Service an Bord bietet nur das Nötigste. Der Tomatensaft ist gestrichen, dank Covid-19. Also es gibt an Getränken tatsächlich nur für jeden Gast eine Wasserflasche, eine ebenfalls abgepackte und ein abgepacktes Sandwich. Also warum nur so wenig? Weil wir natürlich versuchen, möglichst viele Kontakte zu vermeiden. Masken und Handschuhe könnten in Zukunft Pflicht werden, auch für Passagiere. Flugbegleiter anderer Airlines müssen Einwegschutzkittel und Sicherheitsvisiere tragen. Eine italienische Firma hat Trennwände für Flugzeuge entworfen. Das Plexiglas wird zwischen die Sitze gesteckt. Auf dem Flug heute bekommen die Passagiere nur ein Merkblatt. Was müssen die damit machen, die Gäste? Sie müssen das durchlesen und mit sich führen, wenn Sie jetzt in Frankfurt einreisen. Das ist quasi die Vorgabe. Wir verteilen das, wir sammeln es nicht wieder ein, sondern die Gäste behalten das und führen das mit sich. Ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums zur Vorsorge gegen das Virus. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Die Infektionskette eines Covid-Erkrankten sollte nachvollziehbar sein. Deshalb mussten Passagiere bis vor wenigen Wochen noch Aussteigekarten ausfüllen, erzählt Dino Prag. Die Aussteigekarten, das wurde eingestellt aus dem Grund, dass das Robert-Koch-Institut festgestellt hat, dass es bisher keinen belegten Fall der Übertragung von einem Corona-Fall innerhalb eines Verkehrsflugzeuges gab. Und daher hat das Robert-Koch-Institut empfohlen, dass diese Infektionsketten auch nicht mehr nachverfolgt werden müssen an Bord, weil es einfach nichts gebracht hat. Und noch eine Besonderheit bieten Flugzeuge, sagen die Piloten. Spezielle Luftfilter sollen in der Kabine das Ansteckungsrisiko verringern. Frischluft drückt die verbrauchte auf den Boden, dort wird sie abgesaugt. Laut Kapitän Prag soll das Frischluft- und Filtersystem gegen Viren und Bakterien schützen. Dadurch können Tröpfchen, die sich zum Beispiel eben beim Ausatmen oder beim Husten bilden, werden sofort zum Boden gedrückt und werden nicht im Flieger horizontal verteilt. Außerdem ist der Luftumsatz in unseren Fliegern extrem hoch. Das heißt, alle 2 bis 3 Minuten ist der komplette Flieger mit Frischluft versorgt. Noch eine Stunde bis Frankfurt. Zurück zum Flughafen, ins Terminal 2. Am 7. April gehen hier die Lichter aus. 25 Jahre nach der Eröffnung.
35.000 Passagiere, 250 Flüge zählten sie täglich. Zum ersten Mal ist Tobias Krast im leeren Terminal. Seit 22 Jahren arbeitet er am Flughafen. Wie ist das, hier durchzulaufen? Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen erschreckend, weil ich jetzt zum ersten Mal die Zeit habe oder mir die Zeit nehme, mir das anzuschauen. Bis jetzt habe ich das immer nur als Zeile im Berichtswesen verwaltet, weißt du? Terminal 2, Bereich D geschlossen, Bereich E geschlossen. Und jetzt nehme ich das zum ersten Mal wahr, was es bedeutet. Das ist wirklich komisch. Also hier oben ist jetzt ja Musik irgendwo im Hintergrund. Unten war die Stille ganz einfach so, das Beklemmende. Das kenne ich nicht. Tobias Krast will wieder aufs Vorfeld. Dort hört man wenigstens Vogelgezwitscher, sagt er scherzhaft. Die Flieger eingefangen von einem Virus. Jedes Jahr nutzten weltweit mehr als 5 Milliarden Menschen ein Flugzeug. Die Branche war im Höhenflug. Entering 25 Center again, Airport 6. Und da haben wir was liegen sehen, das sammeln wir mal ein. Bin ich mir nicht sicher, war das tatsächlich Vogel oder war das einfach nur Müll? Ja. Ein Vögel. Ein Vogel ist mit einem der wenigen startenden Flugzeuge zusammengeprallt. Und was war das? Ja, vorhin hatte mir der Kollege von Wildkleid schon einen Tipp gegeben, dass hier bei Lima 10 ein Teil von der Taube liegen würde. Und genauso war es dann auch. Alle 4 Stunden kontrolliert er die Start- und Landebahnen, ob sie sauber und frei von Gegenständen sind. In Absprache mit dem Tower. Normalerweise sind sie dafür zu zweit unterwegs, doch auch seine Abteilung hat es erwischt. Kurzarbeit. Kontrollen fährt er jetzt alleine. Und wie du vielleicht gemerkt hast, fahren wir jetzt auf der gleichen Piste zurück, was wir früher nicht gemacht haben. Lima 7, Airport 6. Weil man sonst alleine, wenn man in der Mitte fährt, dieses 150 Meter breite und 4 Kilometer lange Feld, was wir hier kontrollieren müssen, das kannst du gar nicht erfassen. Also fahre ich auf einer Seite hin und konzentriere mich hier auf eine Richtung, fahre auf der anderen Seite zurück. Airport 6 vacated. Tobias Krast ist Optimist. Er glaubt an einen Neustart in der Luftfahrt. Fliegen wird sicherlich anders sein, sagt er. Und mit Infizierten können sie umgehen. Frankfurt ist ein Infektionsschutzflughafen mit Isolierstation und Ärzten in der weltweit größten Flughafenambulanz. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sei gut, sagt er. Infektionsverdacht haben wir schon lange, haben wir schon bei allen Infektionen vorher auch gehabt mit Ebola, Schweinegrippe und was es nicht alles gab. Das ist also nichts Neues und auch, dass da von der Crew gemeldet werden muss, wenn ein Verdachtsfall an Bord ist. Das ist jetzt nichts, was jetzt mit Covid erst aufgekommen ist. Wieder startet ein Flieger ohne Passagiere. Kurs Karibik-Martinique. Dort warten 20 Tonnen Melonen und Touristen. Sie haben es schon geschafft. 200 Deutsche aus der Volksrepublik Laos in Südostasien. Seit Wochen haben sie auf ihren Rückflug gewartet. Fast 250.000 Deutsche sind durch Covid-19 im Ausland gestrandet. Grenzen wurden geschlossen, Linienflüge eingestellt. Mit Sonderflügen kommen sie zurück. Sollte ein Infizierter an Bord sein, startet ein Schutzprogramm. Was da halt manchmal dazu kommt, ist, dass bei so Rückholerflügen automatisch dieses Infektionsschutzverfahren ausgerufen wird. Teilweise reflexartig, wenn die jetzt von Kreuzfahrern kamen, wo Fälle an Bord waren. Dann ist da unabhängig davon, ob der Captain jetzt eine Meldung abgesetzt hat mit positiven Verdachtsfällen an Bord, ist dann oft das Gesundheitsamt da gewesen. Dieser Flug ist unauffällig. Kein Covid-Verdachtsfall. Geplant werden Rückholflüge von Condor in der Unternehmenszentrale am Flughafen. Wo stehen wir mit Melbourne und Sydney? Wir sind gestern von Sydney. Im Homeoffice planen die Mitarbeiter die Sonderflüge aus 34 Ländern.
Geschäftsführer Christian Schmidt ist verantwortlich. In 4 Wochen hat die Airline 78.000 Urlauber, 3 Hunde und 3 Katzen zurück nach Deutschland geflogen, im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Das berührt mich sehr, das berührt uns sehr. Deswegen sind wir eben auch so engagiert, dort uns zu beteiligen und Gäste nach Hause zu holen. Ist schon sehr schockierend, wie die Welt wirklich jetzt eingefroren ist und in diese Pause geht und man eben zu Hause ist und sich nicht mehr so vernetzen kann. Und wir alle hoffen natürlich auf den Tag, an dem wir diese Pandemie überstanden haben. Mitten in der Hilfsaktion kommt die Hiobsbotschaft aus Polen. Condor sollte von der Fluglinie LOT gekauft werden, doch die steckt mittlerweile selbst in der Krise. Sie wollen die Hessen fallen lassen. Condor kämpft um die Zukunft. Bund und Land unterstützen die Airline jetzt mit einem Millionenkredit. Tower Gude, Airport 6. Gude, approaching Lima 1 for inspection 25 center, including opposite. Vielleicht ist die Fliegerwelt in 2 Jahren wieder die alte, so wie vor Covid-19, hofft Tobias Krast. Vor der Krise konnte er diesen Moment mehr als einmal am Tag genießen. Es fühlt sich super an. Also das gehört immer noch zu den schönsten Sachen, wenn du hier auf der Piste bist und direkt vor dir ein Flieger startet. Das sind so die schönsten Momente. Das ist einfach das Großartigste überhaupt. Er vermisst die alten Zeiten. Lima 10, Airport 6. So wie viele seiner Kollegen. Zurück zu Flug 1125 aus Barcelona. Der Tower in Frankfurt hat den Landeanflug schon freigegeben. Auch das haben die Piloten so früh noch nie erlebt. Hier sieht man wieder relativ schön oder unschön keinen Flieger weit und breit zu sehen auf unserem Display. Das heißt, auch hier sind wir wieder ganz alleine unterwegs. Purserette Frauke Kainz weiß noch nicht, wann ihr nächster Flug sein wird. Ihr Arbeitgeber hat im Konzern 87.000 Kollegen in Kurzarbeit geschickt bis August. Das sind 2/3 der Beschäftigten. $400, $300, $100 above, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Spoilers. Pünktlich zurück in Frankfurt. Der einzige Flieger in dieser Stunde. 6 Millionen Passagiere registrierte der Flughafen jeden Monat. Aktuell kommen nur noch 180.000. Wir haben keine Crewkoffer dabei, aber steigen aus. Danke. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ciao. Parking Checklist. Parking Engines. Off. Radar PWS. Ja, jetzt geht's nach Hause. 2 Legs sind damit abgeschlossen und jetzt dürfen wir nach Hause fahren. Und wie geht's jetzt weiter? Also für mich geht's jetzt weiter mit Bürodienst, weil ich in der Flotte tätig bin. Und der Kollege, der geht morgen dann wieder auf Tour. Morgen Mittag. Harte Zeiten. Ja. Wir hoffen alle, dass es möglichst bald wieder losgeht und ganz viele Flieger wieder am Himmel zu sehen sind. Passagierflüge sollen am Terminal enden. Die Reisenden könnten in Gruppen aussteigen, ohne Risiko. Doch heute sind Bereiche des Terminals außer Betrieb. Die Fluggäste müssen mit Bussen weiter. 2 reichen normalerweise. Um die Abstandsregeln einzuhalten, brauchen sie aber 4 Busse. Wer in Frankfurt landet, egal aus welchem Land, muss in eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Erst dann ist die Reise beendet. Wenden Sie sich bitte an einen Serviceschalter. Und in der nächsten Folge Ankunft der Rückholer. 900 Deutsche aus Neuseeland. Doch sie dürfen nicht aussteigen. Die haben jetzt den Kapitän gefragt, ob es einen Corona-Verdacht an Bord gibt. Heiner Börger aus Frankfurt desinfiziert Flugzeuge. Wir haben erhöhte Sicherheitsnormen, wenn vorher Corona an Bord war oder ein Virus entdeckt wurde. Mittendrin. Flughafen Frankfurt. Nächsten Mittwoch um 21 Uhr.